AROS-Kommando präsentiert Änderungen in den Dialogfenstern Öffnen und Speichern unter. Dadurch ist es möglich, Dateien direkt aus der Cloud zu öffnen und in die Cloud zu speichern, als wären sie auf einer Festplatte. Hier können wir in den verschiedenen Cloud-Speichern navigieren, die wir für unser Account konfiguriert haben, und über dieses Icon weitere hinzufügen. Gleichzeitig ist es möglich, auf lokale Dateien zuzugreifen oder die traditionelle Windows-Suche zu verwenden. Wir können auch auf die zuletzt verwendeten Dateien zugreifen, auch wenn diese aus der Cloud geöffnet wurden. Wir erkennen den Speicherort an dem kleinen Symbol vor dem Namen. Alternativ kann das integrierte AROS CUDA Drive genutzt werden. Wird der Mauszeiger über eine Datei gehalten, können wir eine Vorschau der Zeichnung sehen. Mit einem Rechtsklick kann auf ältere Versionen der Dateien zugegriffen werden, falls vorhanden. Öffnen wir diese Datei. Wenn wir auf Speichern untergehen, können wir schnell erkennen, dass dies die gleiche Art von Dialogfenster ist. Um unsere Zeichnung mit anderen zu teilen, können wir Personen einladen und Berechtigungen verwalten. Dieses Dialogfeld ist in AROS-Kommando, Kudo und Touch identisch. Sobald wir einem Anwender Bearbeitungsrechte erteilt haben, kann dieser unsere Zeichnung ändern. Wir können die Zeichnung auch als Link teilen, über den die Zeichnung geöffnet werden kann. In diesem Fall arbeitet der zweite Anwender in AROS CUDO. Es könnte aber auch AROS Commander oder AROS Touch sein. Natürlich benötigt der Anwender für die Bearbeitung eine AROS-Lizenz. Benutzer ohne Lizenz können die Datei kostenfrei ansehen. Wenn zwei Anwender dieselbe Datei gleichzeitig geöffnet haben, kann nur einer von ihnen sie bearbeiten, während der andere sie als schreibgeschützt sieht. Es ist auch gut zu wissen, dass der Besitzer der Datei den Zugriff jederzeit widerrufen kann. Alternativ können wir den Zugriff auch zeitlich begrenzen.